Welcher ist jetzt der beste Angel Share Nachbau oder die beste Angel Share Alternative? Da gibt's einige und ich habe die besten 3 hier, mal umdrehen hier, die besten 3 mal rausgesucht. Die sind alle 3 günstig. Ich glaube, das ist der günstigste. Und ja, sie haben alle ein sehr großes Vorbild und zwar diesen hier, den Angel Share, gleich vorweg, der einfach unerreicht bleibt. Aber wenn er nicht so viel Geld ausgeben möchte und eine sehr gute Alternative, ich betone Alternative sucht, das werde ich euch jetzt gleich mal ans Herz legen. Es gibt natürlich, glaube ich, noch mehr als diese 3, aber ich kenne jetzt nur die 3 und da werden auch, oder da sprechen auch die meisten drüber von euch. Das sind so diese 3. Und ich werde euch mal sagen, ob das denn auch wirklich stimmt. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance auch aus Hamburg. So, ja, mit welchen fangen wir denn an? Wir fangen mal mit den Camera an von Lattafa. Ihr seht ja schon, Flakon ist schon ein bisschen ähnlich gemacht, aber natürlich nicht rund, sondern hier so spitz. Wenn ihr einen starken, süßen Duft sucht, dann ist das euer Duft. Brutal stark, brutal süß, aber auch. Und er macht schon Spaß, aber am Anfang, wo er rausgekommen ist, 2022, glaube ich, da musste ich mir dann überlegen, kann das überhaupt ein Mann tragen? Weil er ist schon penetrant süß und wir gehen mal ganz kurz hier rein, gucken, was da so Schönes drin ist. Natürlich habe ich einiges im Kopf, so wie das Zimt und also Zimt riecht man grundsätzlich bei allen Düften. Zimt, Dattel auch, das ist so ein bisschen, jedenfalls in den Camera und ich glaube auch in diesen Duft hier, da kommen wir aber gleich zu, Zimt, Dattel und überhaupt was würzig, süßes, warmes, anschmiegsam habt ihr in allen 3 Düften, aber ihr habt zum Beispiel hier noch Bergamotte, das ist auch ganz klar und Muskat. Also Muskat, Bergamotte, das merkt ihr schon, Muskat macht diesen so ein bisschen Muskat ist schwer, wie soll ich das Muskat? Die ist so ein bisschen stumpfe und dann habt ihr Zimt und Datteln kommt dann. Ne? Und die Datteln, es ist ein wirklicher, ich finde schon Dattelduft. Man darf jetzt aber nicht vergessen, das Original hier ist ein Cognac-Zimt-Duft im Endeffekt und hat nichts mit Dattel. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist da keine Dattel drin und es hat schon noch einen anderen Touch. Ich weiß nicht, und jetzt kommt mein Ding, warum so viele den immer so vergleichen mit Angel Share. Ich finde das nicht wirklich. Eigentlich auch noch nicht mal in die Familie. Das ist schwer zu sagen. Ja, Zimt, Bergamotte, dieses Frische, das könnte man vielleicht sagen, okay, aber nur ein Background, so könnte man eine DNA so erhaschen, aber der Kamera ist gut. Haltbarkeit bombastisch, ja, ist gut und überhaupt bombastisch gut. Aber zu sagen, eine Alternative, dann braucht ihr den hier nicht. Nein. Nee, es ist einfach nicht so gegeben. Es ist ein Cognac-Duft, ein alkoholischer Cognac-Duft, der dann mit Zimt zusammengefügt worden ist und so weiter. Und das habt ihr hier zum Beispiel, hier ist Vanille natürlich noch drin in den Camera und Tonkabohne, das ist alles ganz klar. Aber es hat nichts mit, oder er hat null mit Cognac zu tun. So, das muss man ganz mal klar festlegen. So, also, aber es ist trotzdem ein guter Duft. Denn als nächstes kommen wir mal zu den Sharaf Blend. So, da kommen wir doch schon fast näher. Es ist ein runder Flakon, der auch so ähnlich ausschaut. Aber hier haben wir im Endeffekt dasselbe wie beim Camera. So, und nun ist die Frage, welcher ist denn von denen jetzt besser? Weil es ist fast die gleiche DNA. Mehr muss ich nicht sagen. Ja, es ist fast identisch, 98% und haben wir hier nicht eben, wir reden doch hier eigentlich von Angel Share, ja. Das ist Camera. Fast Camera oder andersrum, Camera ist, wie heißt er hier nochmal? Sharaf Blend. Ja, der ist ein bisschen ausgewogener, runder. Am Anfang denkt man fast noch süßer, was so kaum möglich ist. Aber dann ist das ein bisschen besser ausbalanciert, dieser Duft. Hält nicht ganz so lange wie der Camera, aber hier dran ist er fast schon süßer. Aber die nehmen sich eigentlich nichts. Ja, wenn ihr Bock habt und ihr natürlich eher an das Original ran wollt, was nicht wirklich für mich an Original so rankommt, weil auch hier keine Cognac-Note, dann ist natürlich das runde Teil
besser. Ja, ich kann auch mal hier ganz kurz mal reinglotzen bei den Duft, was hier drin ist, um das mal komplett zu sagen. Hier auch Dattel, das habe ich ja gesagt. Safran ist noch drin. Keine Bergamotte und Praline ist in den hier noch drin. Vanille, Tuberose, Tonkabohne, ja, und was Holziges und Moschus. Ja, im Endeffekt ähnlich gehalten, nur keine Bergamotte wie beim Camera. Deswegen merkt ihr auch ein bisschen den Unterschied. Muskat ist aber auch hier drin, aber hier kommt auch noch die Praline. Deswegen habe ich ja gesagt, der könnte etwas süßer rüberkommen. Genau. Und nochmal, Angel Share, Freunde. Angel Share ist ein Zimt-Cognac-Duft, wie ich schon gesagt habe. Dann habt ihr auch die Praline allerdings, Vanille und Sandelholz, aber alles in einem geilen Zusammenspiel, was die beiden meiner Meinung nach nicht schaffen. Aber der nächste, und das ist der günstige, der heißt jetzt Kismet Magic. Ich habe ihn noch unter Kismet Angel von Maison Alhambra. Oder Maison Alhambra, whatever, ist mir auch egal. Hab eigentlich die Brand kaum noch vorgestellt, wollte ich auch irgendwie alles nicht mehr. Und ja, aber wenn wir den Vergleich machen, das ist, oder der kommt schon sehr gut ran, weil hier habt ihr die Cognac-Note. Cognac in der Kopfnote. Ja, Cognac, Tonkabohne, Zimt und Eiches. Und ja, das finde ich nicht. Pralinen eben auch Sandelholz und Vanille. Also ihr habt fast identische Dinge und ich finde, dass das die beste Alternative, finde ich, ist zu diesen ganzen Angel Share Teilen. Es gibt noch einen anderen Camera, den habe ich auch und auch einen ganz neuen Camera, der kommt aber erst, weiß nicht, der geht aber auch nicht in die Angel Share Richtung. Ja, und es gibt ja noch den Angel Share Paradies, der kommt auch bei mir rein demnächst. Den On the Walks kenne ich nicht, aber es ist irgendwie sehr too much. Optisch habt ihr, wenn ihr natürlich, ihr seht, sowas Ähnliches haben wollt, dann holt euch den. Aber meiner Meinung nach hat der weniger damit zu tun, sondern der Kismet Magic, muss ich jetzt gucken, da ist es Kismet Magic. Kismet Angel hieß er früher, das dürfen sie wohl nicht mehr benutzen, deswegen Kismet Magic. Also und da sind die Inhaltsstoffe auch ziemlich ähnlich. So. Es ist Cognac, es ist Vanille, es ist Zimt, also ein schöner Ding. Aber trotzdem bleibt das Original das Original. Das ist einfach so. Aber grundsätzlich sind die natürlich trotzdem nicht schlecht. Wenn ihr was richtig Süßes, Praline, Dattel-Style haben wollt auf die Fresse, dann ist das ein schön süßer Duft und so weiter und so fort. Aber holt euch das Original und so weiter. Und wenn, müsst ihr auf Maison Alhambra oder Maison Alhambra oder whatever ausweichen. Und der kostet, glaube ich, nur 18 € immer noch. Und die anderen kosten, glaube ich, 35. Im Endeffekt kosten sie alle nicht viel. Ich habe alle und hier, ich gehe mal kurz runter, da haben wir den Charwa. Der ist aber auch schon wieder ähnlich in die Richtung von den normalen Camera. Nur noch ein bisschen mit Schokolade und so. Und der ganz neue, der, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der kommt erst. Aber das hat auch, glaube ich, nichts mit denen zu. Denn ich glaube, der neue soll so ein bisschen in die Richtung von den Angel Share Paradies gehen. Das werden wir dann aber sehen. Auf jeden Fall, wer ist jetzt die beste Alternative? Natürlich ganz klar aktuell der Kismet Magic, weil er einfach die DNA schon hat und vor allen Dingen die Cognac-Note. Weil Angel Share ist Cognac. So, weil es bringt ja nichts zu sagen, ja, das ist viele diskutieren immer über den Camera und sagen, ja, das ist der beste Alternative. Von was redet ihr denn? Das Original hat Cognac. So, und vergleicht doch mal, wenn ihr wirklich das Original mal habt, mit den Kismet Magic jetzt. So, ich will nichts Falsches sagen, Magic heißt er jetzt. Sorry. Und muss man wirklich mal den Vergleich ziehen. Und da ja, kommen die wirklich nicht so an. Aber trotzdem sind sie gut. So. Und das Original bleibt trotzdem das Original. Aber wie gesagt, der günstige, wenn man überlegt, was kostet, ne, Angel Share, was kostet Kismet Magic, Mann, das macht mich ganz wahnsinnig und so weiter, ist das schon hart. Aber Original bleibt Original und das sind sehr, sehr gute Alternativen. Wenn man in diese Richtung gehen will, nimmt man den Camera und so weiter und so fort. Sonst nimmt man natürlich den Kismet Magic auf einer Hinsicht, weil da eben durch den Cognac, das hat eben auch das Original und die anderen haben gar nicht Cognac, die haben Dattel, Praline und all diesen zuckersüßen Sirup etc. pp. Und hast du nicht gesehen. Also Leute, schreibt mal runter, welchen findet ihr am besten? Oder habt ihr vielleicht noch andere? Könnt ihr ja mal sagen, aber ich werde es nicht holen, sonst schickt mir die gern. Aber ja, meine Frau zum Beispiel findet den
Scharaf Blend gut. Aber ich finde zum Beispiel, dass es nicht so viele Unterschiede zwischen den beiden irgendwie gibt. Nur, dass der, wie gesagt, ich hatte eingangs erwähnt, ausgewogener ist als der Camera. Und fast noch, ist noch süß, aber die sind schon allgemein süß. Aber alle gut für den Preis. Also in dieser Preiskategorie sind das mit überhaupt, es gibt noch einige, aber sind das schon fast die besten Düfte, die es überhaupt gibt für diesen Preis. Also Freunde, schreibt mal runter, dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal, Freunde.